Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns nochmal auf dem Beta-Server zum Testen des Berserkers und ich wollte das Ganze noch nicht so auf mir sitzen lassen. Ich hatte ja in der letzten Folge hier auf dem Beta-Server ein bisschen... Ja, also wir haben versucht, Magier zu finden, die ungefähr auf unserem gleichen Niveau sind. Haben dabei in der Arena halt Leute gefunden, die vom Level her so ungefähr die gleichen gewesen sind. Das wurde jetzt irgendwie angepasst. Letztes Mal hatten wir hier andere Leute auf unserem Level. Und in der Ehrenhalle ist es halt auch relativ schwer, Leute zu finden, die die gleiche Stufe haben wie wir selbst. Ja, zumindest war es letztes Mal so gewesen. Jetzt scheint es hier wohl ein bisschen geordneter zu sein. Beim zweiten Hinblick ist natürlich nicht verkehrt. Aber hier sieht man dann schon, hier steigt das dann ganz hart ab. Beziehungsweise sind das dann halt Leute, 500, 400, 300. Leute zu finden, die exakt genau gleich sind, ist halt schwer. Und dann hatte ich hier in der Gilde ja noch geguckt. Und hier haben wir jemanden, der von den Werten her fast gleich ist, und dort werden wir gleich nochmal angreifen. Wir werden unsere Ausdauer noch gleich ein bisschen hochpushen, damit wir dort auch ungefähr auf dem gleichen Niveau sind. Und dann habe ich mir auch gedacht, wir legen auch die gleiche Waffe an. Er hat hier eine PvP-Spanne drin, ich lege hier eine PvP-Spanne rein, sodass das ungefähr gleich ist. Ich sehe jetzt hier, dass die Runen ein bisschen besser sind, also man kann hier nicht hundertprozentig danach gehen, dass es exakt alles hier nach gleichen Voraussetzungen ist. Ne? Dafür muss man halt wirklich in die mathematischen Berechnungen rein, um halt zu gucken, wie jetzt die Klasse besser oder schlechter geworden ist. Ich habe dazu noch eine interessante Sache auf meinem Kanal gepostet. In dem Tab Community findet ihr jetzt eine Abstimmung. Ja, finde ich ganz geil. Ich wurde letztes Mal auf Instagram hingewiesen, da ich ja dort bisher immer meine Abstimmung gemacht hatte. Wer mir da noch nicht folgen sollte, könnt ihr sehr gerne in die Videobeschreibung mal reinschauen. Dort hatte ich bisher immer meine Abstimmungen gemacht, aber dort ist halt... Ja, meine Instagram-Reichweite ist halt nicht so krass wie jetzt hier zum Beispiel auf YouTube, und deswegen sind dort Abstimmungen zwar auch cool, aber mehr sagend sind die dann doch, wenn ein größeres Publikum dran teilnimmt, und deswegen würde ich euch bitten, ich mache in Zukunft auch noch mehr Abstimmungen hier. Ich finde das ganz geil, ich habe das auf Instagram immer schon geliebt, und auf YouTube, die haben jetzt hier so eine neue Funktion mit Bildumfrage und so, und das finde ich sehr anschaulich, muss ich sagen. Und da hatte ich dann halt darum gebeten, bist du für die Veränderung beim Berserker oder dagegen? Ja, ich bin für die Änderung, nein, den Berserker so lassen. Ja, hatte ich hier hochgeladen, könnt ihr sehr gerne vorbeischauen, voten. Habe ich auch nochmal unten in den Kommentaren angepinnt, ne? Wer jetzt nicht auf meinen Kanal gehen sollte, sondern direkt dort auf den Tab möchte, habe ich hier den Community-Tab einfach mal verlinkt. Ansonsten hier auf meinem Kanal ist halt hier der Reiter Community, dort gelangt ihr dann direkt dorthin. In Zukunft werde ich auch nochmal so eine Umfrage machen, wie bist du Free-to-Play oder Pay-to-Win? Ne? Ich finde so eine Sachen sehr interessant, rauszufinden, ja, wer welchen Spielstil so verfolgt in meiner Community. Und ich denke mal, hier und da werden wir mal so eine ein oder andere Umfrage machen. Ich denke mal, das ist ganz interessant zu sehen. So, dann werden wir mal reingehen. Und zwar, ja, wir haben ja vor, ein bisschen noch Ausdauer zu pushen. Ich hatte mir gedacht, okay, wie machst du es am besten? Gehst du in den Märchenturm, dort kriegst du ja nochmal so eigentlich am meisten Gold. Aber bevor wir hier irgendwie einigermaßen an Gold kommen, ist die Folge dann auch schon wieder 50 Minuten lang. Deswegen habe ich mir gedacht, ey, wir haben hier 40.000 Pilze zum Testen auf dem Server. Gib ihn. Ja, also ich meine, wir haben hier noch nicht großartig einen Erfolg davon, ne, dass wir hier 3,2 Millionen kriegen. Wir sind noch nicht an der Stelle angelangt, dass wir hier für einmal Greifendrachenleasen 1 Skillpunkt bekommen, also 10 Millionen. Aber es ist jetzt für das Video ist es jetzt die schnellste Art und Weise, Geld zu generieren. Und deswegen machen wir das auch. Wir haben genug Pilze hier am Start.
Deswegen, es ist zum Testen da und deswegen testen wir das Ganze auch. Ne, wir sind jetzt hier bei 999 Tage. Das ist mal auch ganz interessant zu sehen, ab wann hier dann steht ewig. Oder steht das noch ewig oder steht das jetzt nur noch mit den 999 Tagen so da? Ich weiß das gar nicht. Da gab es irgendwie auch mal ab einem bestimmten Wert, dass das da steht, Greifendrache ewig oder so. Ja, aber jetzt werden wir erstmal hier volle Möhre durchdrehen hier, ne, dass wir hier ein bisschen Geld gescheffelt bekommen, um uns einigermaßen auf das gleiche Niveau zu erkaufen wie unser Gegenüber, den wir jetzt gleich ein bisschen in die Mangel nehmen werden, und dann werden wir mal schauen. Die Kämpfe sollten ziemlich ausgeglichen sein. Letztes Mal war es halt eben so, wir haben halt gegen Leute gekämpft, die waren ja 30, 40, 50 Level über uns, die hatten teilweise deutlich mehr Stat-Punkte, aber ihr habt ja gesehen, der Gegner, den wir jetzt halt eben, den wir jetzt angreifen wollen, der ist ja einigermaßen auf unserem Niveau. Ne, man hat zum Beispiel gesehen, okay, der hat jetzt ein bisschen mehr Runenschaden, ne, also wie gesagt, 100%ig können wir da jetzt nicht nachgehen, aber ungefähr einigermaßen ein einigermaßen ausgeglichenes Resümee können wir danach dann ziehen. Und wie gesagt, ich bin halt auch mal sehr gespannt, wie eure Abstimmung dann in dem Community-Tab sein werden, ob ihr dann mehr so dafür seid oder dagegen, weil aus den Kommentaren kann man zwar schon ein bisschen rausfiltern so, dass tatsächlich gar nicht so sehr viele Leute dagegen sind, zwar schon, glaube ich, die Mehrheit, die dagegen ist, ja, aber es sind auch viele, die sagen, ey, es wird mal Zeit, dass der jetzt mal einen Nerf kassiert, weil bei jedem Serverstart ist der immer vorne mit dabei und spammt die ganze Ehrenhalle voll. Es wird mal Zeit. Jetzt ist es forever. Ja, nice. Hat aber auch gedauert. Das ist krass, das habe ich noch nie gehabt. Ja, heftig. Da haben wir das jetzt mal gleich live im Video auch festgehalten hier. Das habe ich vorher auch nie gesehen. So. Also auch nie selbst gehabt. Irgendwie großartig. Ja. Ist das jetzt denn nun forever? Loyal for life. Krass. Alter, das ist heftig. Also hat er jetzt, ich hätte mal auf den genauen Tag gucken sollen, an den er abläuft, beziehungsweise an den er auf Forever geht, ob der denn halt wirklich ab dem Zeitpunkt für immer ist oder ob der denn nächsten Tag denn abläuft und dann halt eben ganz normal weiterhin abläuft. Aber ich glaube, das Forever-Ding, das ist halt einfach wirklich Forever. Wenn du das einmal drin hast, dann hast du den für immer. Ich glaube, hier läuft kein Timer mehr ab, oder? Könnt ihr mir mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das genau wisst. Ich weiß es jetzt nicht. So hardcore habe ich hier noch nicht durchgedreht irgendwo, also bin ich noch nicht durchgedreht. Das ist sonst nicht so sehr mein Playstyle. Und ja, jetzt gehen wir mal hier so ein bisschen hoch, pushen unsere Stat-Punkte. So, und dann sollten wir jetzt gleich auf 70k springen und dann gucken wir mal, ja, wie wir jetzt dastehen gegen, wer war das? KBT. Ja, also ist jetzt von den Stat-Punkten her, ist es jetzt wirklich ungefähr einigermaßen gleich. Ne? Also er hat noch ein bisschen mehr Int als ich, aber wir können ja noch den restlichen Greifendrachen hier noch melken oder ne, beziehungsweise noch ein bisschen das Ganze ausnutzen, weil wir können ja auch ein bisschen den Runenschaden auch ausgleichen, den wir hier ja als Nachteil haben. Deswegen würde ich sagen, wir skippen das mal ganz kurz und dann bin ich gleich wieder zurück, wenn ich hier das restliche, den restlichen Greifendrachen gemolken habe. Ey, pass auf, folgendermaßen. Ey, Kid, du bist von den Leuten den Spotlight. Deine Gang traut sich nicht in Boxfights. Der Boss, ich komm back ins Spotlight, weil ihr soft seid wie Soft Eis. Kid, wenn du mich fies anguckst, trete ich dir in die Eier und den Schniedelwutz. Ey, ich bin Etepetete und schmier dir eins über mit der Gänsepastete. Yeah, das ist aus Gänsefleisch. Ne Gans ist so ein Vogel, kennst du vielleicht? Vielleicht doch nicht, du komischer Honk. Mein Rari steht knallrot hinterm Tor wie der Zonk. Das ist Street Business. Hängen mit den Models und wir poppen all die Bottles im Club. Street Business.
in der Hood mit den G's, wenn die Cops kommen, knallen wir die ab. Street Business. Okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Alter, das dauert Ewigkeiten, bis wir hier fertig sind. Ich habe jetzt nochmal 2 Milliarden Stat-Punkte gefarmt. Ja, damit werden wir nochmal ein bisschen das Ganze ausgleichen können. Und ich denke mal, für den Test sollte das dann auch ausreichend sein. So, wir gehen mal hier auf 72. Mal schauen, ob der jetzt hier auf 72 springt. Es ist jetzt vom Ding her, ist es egal. Aber ja, sehr schön. Den Rest packen wir hier jetzt auch in Stärke rein. Dann vergleichen wir nochmal und dann, ja, kämpfen wir schlussendlich dann gegen den Magier und werden uns mal anschauen, wie die Kämpfe so verlaufen. Ja, wie gesagt, es ist ja noch hier alles nicht endgültig und ja, komplettiert. Es ist halt jetzt erstmal nur so eine Anpassung, beziehungsweise um zu gucken, wie die Community darauf reagiert, ob das alles in Ordnung ist, ob sie sich das auch so vorstellen und ja, wie es halt auch überhaupt ankommt, so, ne. Ja, wir sind jetzt ein bisschen näher rangekommen, wir sind noch nicht ganz hier an ihm dran, so, aber ich denke mal, für unser Vorhaben sollte das jetzt einigermaßen reichen, denke ich mal, und deswegen werden wir mal ein paar Kämpfe bestreiten, um mal zu schauen, wie sich das Ganze so verhält, ne, ob das Ganze ausgeglichen ist oder nicht. Wir vergleichen halt, wie gesagt, nochmal, er ist halt ein paar Stat-Punkte vor uns so, aber jetzt halt wirklich minimal. Hat hier ein bisschen besseren Runenschaden als wir und ja, ansonsten von den Verzauberungen her fehlt uns noch was tatsächlich. Ja, okay, da müssen wir hier nochmal kurz reinschauen. So, melken wir den nochmal ganz kurz und dann hauen wir hier noch, ich hatte auf die Waffe hier, hatte ich die Verzauberung gehaut, aber nicht auf diese Waffe hier. So, das macht natürlich auch nochmal ganz schön was aus in dem Test hier und ich sag mal aber so, die ersten Tries sahen jetzt schon vom Ding her gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Ja, das sieht okay aus. Wie gesagt, dadurch, dass ich in dem letzten Beta-Video so ein bisschen den Eindruck erweckt habe, dass der Berserker halt wirklich nur verliert gegen den Magier, wollte ich das Ganze nochmal richtig stellen hier in diesem Video, weil ich halt wirklich hauptsächlich gegen Charaktere als Magier gekämpft habe, die weit über meinem Char waren und deswegen war der Vergleich auch gar nicht so wirklich ausschlaggebend, ne? Also wenn man sich jetzt so die Kämpfe hier anschaut, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist hier auf Augenhöhe, da sieht das Ganze relativ balanced aus, sag ich mal jetzt so, ne? Es sieht mir danach aus wie ein typischer Fight zwischen, ja, weiß ich nicht, zwischen Magier und Magier, Kundschafter und Magier so, ne? Dass man so sagen kann, ey, hier, wir haben auf der einen Seite jetzt hier vom Damage vielleicht her so auf einem Kundschafterniveau jemanden, der gegen einen Magier trifft hier, ne? Und er halt aber halt auch nicht ausweichen kann. Ist halt ein Fight ohne Fähigkeiten, so wie es halt gegen Magier ist. Der annulliert natürlich alle Fähigkeiten der anderen Klassen, was ja den Magier auch irgendwo ausmacht. Ich würde es jetzt auch doof finden, einer der OG-Klassen so zu balancen, damit die neueren Klassen auch gebalanced werden. Das würde ich irgendwie nicht cool finden, weil man jetzt versucht man halt so ein bisschen da drum rum zu balancen, so, dass halt die anderen OG-Klassen, die 3, nicht angefasst werden. Das würde halt auch für einen riesen Shitstorm sorgen. Das wäre vielleicht auch nochmal so eine Umfrage, die wir in Zukunft mal angehen könnten, weil auch damals die Rede davon gewesen ist, den Magier halt anzufassen, ne? Und viele haben halt eben gesagt, ey, das wollen wir nicht so, ne? Aber es waren auch halt auch ein paar Leute dafür tatsächlich, ne? Und deswegen solche Abstimmungen wären ganz cool mal zu sehen in der Community, wie das bei euch ankommt. Durch dieses Tool halt mit YouTube kann man das super umsetzen und das werde ich in Zukunft auch definitiv ein wenig öfter mal nutzen.
Ja, weil es halt direkt auch an der Quelle ist, so, ne? Also an der Quelle, wo halt die meisten Leute drauf aufmerksam werden. Und das halt hier auf meinem YouTube-Channel so, ne? Bringt mir nichts, wenn ich so eine Umfragen auf Instagram mache. Klar, ist natürlich auch, da bedanke ich mich auch, wenn da jetzt zum Beispiel wie letztes Mal, ich weiß gar nicht mal, 200, 300 Leute daran teilgenommen haben. Das ist natürlich auch nicht wenig. Aber ich habe das Gefühl, auf YouTube hat es nochmal ein bisschen höheren Impact. Und ja, was sagt ihr dazu? Die Kämpfe sehen tatsächlich sehr ausgeglichen aus, muss ich sagen. Dafür, dass der Gegner halt auch noch minimal vielleicht einen Vorteil hat, so, habe ich das Gefühl, dass wir sogar mehr gewinnen jetzt als verlieren gegen den Magier. Deswegen muss ich sagen, ich bin eigentlich recht zufrieden, tatsächlich. Die Kämpfe scheinen ein bisschen ausgeglichener zu sein. Wir haben halt wirklich auch so die Waffen gewählt, dass es halt auch wirklich gleichmäßig ist, ne? Also er hat hier eine PvP-Spanne auf seiner Waffe und ich halt habe mich halt auch dafür entschieden, dass es wirklich hier auf gleichem Niveau passiert. Und ich muss sagen, das sieht mir nach einem ganz normalen Fight aus halt einfach, ne? Wer mehr crittet, gewinnt. Wer zuerst angreift, gewinnt. Ich finde dieses Battle sogar jetzt ein bisschen gebalanceder irgendwie, als wenn Magier gegen Magier angreift. Weil wenn ihr euch da die Fights mal anschaut von Endgame-Magiern in einer internationalen Ehrenhalle oder so, ne, da geht es wirklich danach, wer greift zuerst an, wer crittet zuerst. Weil da sind die Kämpfe in 2 Runden, 2, maximal 3 Runden vorbei. Hier sieht es sogar noch ein bisschen gebalanceder aus, muss ich tatsächlich sagen. Also macht mir jetzt so den Eindruck, ne? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr jetzt dazu sagt, so, ne? Nachdem wir jetzt nochmal dem Ganzen hier eine zweite Chance gegeben haben auf dem Beta-Server hier. Und ich denke mal, viel mehr brauchen wir uns jetzt erstmal so dazu gar nicht anschauen. Die Kämpfe die sehen okay aus, so, ne? Also ganz anders als beim letzten Mal, aber das war halt eben meine Schuld gewesen, weil ich halt keinen Gegner so richtig gefunden habe, der halt auch auf meinem Niveau war. Das hatte ich ja auch da im Video schon erwähnt gehabt, ne? Ja, von daher würde ich sagen, ich habe da ein bisschen besseres Gewissen als letztes Mal auf jeden Fall, dass die Änderungen mit dem Maximal 10-mal hintereinander angreifen und so, finde ich trotzdem irgendwo ein bisschen schade, weil das hat halt eben den Berserker ausgemacht irgendwo, dieses unendlich oft angreifen. Das muss ich sagen, das muss nicht unbedingt sein, das können die rausnehmen, aber dieses gegen Magier keine Combo mehr aufbauen und der Magier macht nicht doppelten Schaden, das sieht vernünftig aus, muss ich tatsächlich so mal unterschreiben. Gerne würde ich eure Meinung dazu hören. Wie gesagt, ich bin Fan davon, dass trotzdem diese Plus-10-Kombination irgendwo erhalten bleibt. Und ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Guckt bei der Abstimmung vorbei und ja, dann freue ich mich drauf, wie das Ergebnis dann lauten wird, ne? Das war es soweit von mir. Haut rein und bis zum nächsten Mal.